Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise durch Italien und befinde mich gerade in Scofera. Das ist ein kleiner Ort in den Bergen nördlich von Genua und fahre jetzt weiter Richtung Alessandria. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 12. Mai 2023. Es regnet in Strömen und es wird nicht aufhören. Hier hat sich ein Regengebiet festgesetzt. Und es hat jetzt keinen Zweck, hier zu bleiben. Ich muss da jetzt einfach durch. Wahrscheinlich werde ich nicht viel filmen können. Das Unangenehme ist, dass es nicht nur regnet, sondern auch ziemlich kalt ist. Jetzt musste ich die Handschuhe rausholen. Zum Glück habe ich diese Brücke hier gefunden, wo ich mal die Tasche aufmachen konnte, ohne dass es gleich reinregnet. So, die nächste Brücke, unter der ich mich unterstellen kann. Ich muss jetzt hier rausfinden, wo ich lang muss. Ich darf mich auf keinen Fall jetzt verfahren, das wäre fatal. Ich versuche es jetzt mal ohne externes Mikrofon. Da ist der Ton ein bisschen schlechter, aber ich kann das jetzt nicht immer rausholen, dann wird alles nass. Diesmal habe ich mich unter einem Baum untergestellt, um jetzt auf die Karte zu gucken. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich bis zum nächsten Bahnhof fahre und dann mit dem Zug versuche, aus diesem Regengebiet rauszukommen, denn das hat ja auf Dauer keinen Zweck hier. Ich bin inzwischen in Montoggio. Zum Glück geht es die ganze Zeit bergab, so leicht, nicht so steil, sodass ich nicht zu schnell fahren muss. Und das geht jetzt durch ein Tal, das ist sehr angenehm. Dann brauche ich nicht in den Regenklamotten über den Berg. Und wie gesagt, ich fahre jetzt noch ein, zwei Orte weiter und versuche dann in den Zug zu kommen. Ich bin jetzt in Casella, da wollte ich eigentlich gestern übernachten. Das hätte ich auch noch gut geschafft hier runter den Berg. Aber da waren ja die Zimmer plötzlich weg. Ja, es geht jetzt weiter bergab und im nächsten Ort gibt es einen Bahnhof. Ich hoffe, da komme ich dann weg. Sieht eigentlich wunderschön aus hier, aber ich kann es jetzt nicht filmen. Ich bin jetzt in Busalla in den Zug gestiegen und fahre jetzt bis Alessandria. Ich weiß nicht, ob es da aufhört zu regnen. Es musste schnell gehen, der Zug stand schon auf dem Gleis und ich habe gerade noch die Fahrkarte kaufen können und bin dann reingesprungen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da aufhört zu regnen, aber ich bin dann wenigstens aus den Bergen raus. Und von dieser engen Talstraße weg, da fuhren fast nur noch Lastwagen. Und das war sehr unangenehm. Ja, mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ich musste jetzt umsteigen und hier in diesem Zug gibt es zum Glück ein Fahrradabteil. Ja, ist alles ein bisschen hin und her, aber ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich den Zug vorhin noch erwischt habe und jetzt hier nach Alessandria fahren kann. Das liegt ungefähr an meiner Strecke und dann kann ich von da aus weiterfahren. Oder ich suche mir ein Hotel, wenn es jetzt tatsächlich den ganzen Nachmittag weiter regnet. Es ist inzwischen 20 nach 1. Ich bin in Alessandria angekommen. Das war eigentlich mein Tagesziel für heute. Aber das ist mir jetzt noch ein bisschen früh, auch hier zu bleiben. Deswegen versuche ich noch weiterzukommen. Es regnet im Moment nicht. Aber ich denke, es fängt gleich wieder an. Aber das macht nichts. Jetzt kommen keine entscheidenden Berge mehr, hoffe ich. Und ja, das Regenzeug hat ziemlich gut abgehalten. Ich bin jetzt ja 2,5 Stunden nur durch strömenden Regen gefahren. Ich bin trocken, also mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ich muss hier erstmal aus der Stadt finden. Ich war gerade schon in die falsche Richtung gefahren. Jetzt ist hier links nochmal der Bahnhof. Aber an sich dürfte es keine Schwierigkeit sein, denn die Stadt ist nicht allzu groß und hier gibt es auch nichts zu sehen. Deswegen möchte ich hier jetzt noch nicht für heute Schluss machen, sondern noch ein Stückchen weiterfahren. Ich fahre hier jetzt über den Tanaro und vielleicht müsste doch noch eine Sehenswürdigkeit kommen, und zwar eine Festung. Die war aber nirgendwo beschrieben. Mal sehen, ob wir die noch sehen. Ja, von der Festung war jetzt nichts zu sehen. Ja, ich bin jetzt hier auf so einer typischen Ausfallstraße. Und hoffe, dass ich gleich mal auf eine etwas kleinere komme mit weniger Verkehr. So, jetzt bin ich von der Hauptstraße abgefahren. Die ging mir so nach Westen. Ich war jetzt wieder etwas nördlich. Ich versuche jetzt Mailand in einem großen Bogen westlich zu umgehen. Also in diese große Stadt möchte ich auch auf keinen Fall. Ich brauche da auch nicht rein, da war ich schon mehrmals. Und ja, mal sehen, ob das klappt.
glaube, diese kleine Zugfahrt war die richtige Entscheidung, weil der Regen hatte sich da richtig festgesetzt in den Bergen. Und hier ist es jetzt auch ein bisschen wärmer. Zum Glück ist ja alles trocken geblieben, wie gesagt. Nur die Handschuhe sind nass. Deswegen habe ich mir die jetzt wieder angezogen. Versuche die ein bisschen zu trocknen. Ich versuche jetzt nach Casale Monferrato zu kommen. Das liegt am Po. Dazwischen liegt noch eine Hügelkette. Ich meine, die sehe ich jetzt schon. Müsste man gleich sehen, wenn ich hinter dem Baum herkomme. Da ist sie. Und dann kommt die Po-Ebene. Ja, und dann kommen schon fast die Alpen. So, da kann man die Hügel jetzt mal ein bisschen besser sehen. Es scheint eine ganz schöne Landschaft jetzt hier zu werden. Nicht ganz so schön wie in den Bergen heute Morgen, was ich ja leider nicht sehen konnte bei dem Regen. Aber trotzdem, gefällt mir gut. Links von mir sieht es wieder nach Regen aus, aber ich habe jetzt nicht mehr so große Angst davor. Im Moment kommt auch gerade so ein bisschen die Sonne durch die Wolken, so dass ich die Jacke jetzt ausgezogen habe, um nicht ins Schwitzen zu kommen. Ich komme auch gleich wieder auf meinen Trek zurück. Der hat einen Bogen über Asti gemacht. Den hatte ich sowieso vor abzuschneiden. Also das wäre jetzt meine geplante Strecke hier gewesen. Ich bin inzwischen in Quargnento angekommen. Das wird sicher komplett anders ausgesprochen, aber so wird es geschrieben. Ich komme jetzt in ein paar Kilometern auf meinen Trek zurück. Ja, ich muss jetzt mal innerlich ein bisschen mehr zur Ruhe kommen. Obwohl das ja alles super geklappt hat, hat es mich doch ein bisschen aufgeregt. Und ich fahre viel zu schnell und das ist jetzt gar nicht mehr nötig, weil ich muss jetzt nirgendwo mehr ankommen. Und da hätte ich schon beinahe diese Kirche übersehen. Das ist die Basilica Minore di San Dalmazio. Die hat eine sehr schöne Fassade hier. Ich habe da jetzt eine kleine Pause gemacht in der Kirche und habe was gegessen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, in Casale eine Unterkunft zu mieten. Die hat ganz gute Bewertungen und stand dabei, dass das Fahrrad in die Garage kann. Also habe ich da zugeschlagen. Es sind jetzt noch 25 Kilometer, schätze ich. Und es ist inzwischen 2:30. Das ist dann auch ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Und es geht ja auch noch über ein paar Hügel. Das muss man ja auch noch mit einberechnen. Hier unterscheidet sich jetzt die Landschaft nicht so besonders von Deutschland. Ja, nur dass es hier mehr regnet in Norditalien. Ein Jahr lang hat es hier nicht geregnet. Der Gardasee ist abgesunken, der Po ist ausgetrocknet. Aber wenn ich komme, dann schüttet es. Ja, im Tessin hat es heute geschneit. Da bin ich mal gespannt, wie das wird, wenn ich da ankomme. Eigentlich wollte ich ja noch zum Comer See vielleicht und zum Luganer See. Aber da muss ich jetzt echt schauen, wie das wird. Ja, wenn man dem Wetterbericht glauben möchte, dann hat es auch keinen Sinn, jetzt langsamer zu machen, weil es wird die ganze Woche Gewitter geben. Morgen wird es nochmal 20 Grad und dann wird es nochmal wieder kälter. Also es ist hier alles durcheinander. In Stockholm waren es heute Morgen 14 Grad und den ganzen Tag sonnig. Und hier waren es 12 Grad und es hat geschüttet. Lugano, das ist die Stadt des ewigen Frühlings. Aber da ist jetzt wieder Winter. Am 11. Mai oder 12. haben wir ja heute schon. Das da drüben müsste Frassinello sein. Da will ich doch mal sehen, ob ich da einen Kaffee bekommen kann. Und eben in dem Ort gab es nichts, da war die Bar geschlossen. Ich muss mich korrigieren, der Ort heißt Fubine Monferrato und nicht Fusilino. Das stand vorhin auf dem Schild und ich dachte, da wären wir jetzt schon. Ja, das ist jetzt hier Fubine. Nur der untere Teil. Die Kirche liegt mal wieder auf dem Berg. Schauen, da ist ein Licht an. Vielleicht Kaffee.
Der hatte einen Kaffee für mich und einen sehr leckeren Cookie und jetzt kann es weitergehen. Jetzt kam mal eben kurz die Sonne raus. Ich musste mir meinen Schlauchschal über die Ohren ziehen. Ja, ich bin gespannt, ob ich jetzt trocken bis in den Ort komme, wo ich jetzt meine Unterkunft gebucht habe. Wir werden es sehen. Ich hatte mir ja gestern schon gedacht, dass es heute sehr stark regnen wird in den Bergen, ohne auf die Wetterkarte geguckt zu haben, weil überall in den Bergen waren sie damit beschäftigt, die Gossen frei zu schaufeln und die Abflussrohre von Schmutz zu befreien. Die haben wahrscheinlich schon damit gerechnet, dass es ein bisschen heftiger wird heute. Außerdem hatte ich gestern Morgen in Rapallo meine Kette geölt. Das war dringend nötig, schon ganz trocken. Und das heißt meistens auch, dass es irgendwann anfängt zu regnen in nächster Zeit. Ja, die Landschaft ändert sich, es wird hügelig bis bergig und sieht sehr schön aus, aber es wird natürlich jetzt etwas herausfordernder. Ja, da sieht es noch mal finster aus. Also der eine oder andere Schauer kommt bestimmt noch runter. Das hier gehört zu Alta Villa Monteferrato. Hier ist irgendwie alles Monteferrato. Eben war ich in Fubine Monteferrato. Gleich komme ich nach Vignale oder Vignale Monteferrato. Und den Ort, in den ich will, der heißt Casale Monteferrato. Ja, und da vorne sehe ich schon jetzt die erste Steigung. Das könnte Vignale Monteferrato sein da oben. Ich hoffe, da muss ich nicht durch. Mein Trek will da allerdings durch, sehe ich gerade. Aber ich glaube, das mache ich nicht mit. So, hier treffe ich jetzt wieder auf meinen Trek, der von Asti kommt und jetzt da oben über Vignale Monteferrato geht. Aber das ist mir jetzt zu unsicher. Ich weiß nicht, ob das dann nachher wieder auf Feldwegen endet. Dazu habe ich heute keine Lust, weil es ist bestimmt alles total nass. Ja, dann lasse ich das mal da liegen und fahre jetzt runter ins Tal und folge dieser Straße weiter. Kann ich auch gut machen, weil hier auf dieser Straße ist nicht ganz so viel Verkehr. Und ja, es tröpfelt auch wieder. Da möchte ich nicht rauf und runter fahren, wenn ich mein Regenzeug anhabe. Mein Trek wollte jetzt, wie gesagt, da oben auf der Hügelkette entlang fahren, was bestimmt wunderschön ist, wenn es trocken und warm ist. Aber jetzt sieht es da sehr finster aus und ich glaube, da bin ich hier ganz gut bedient. So, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Jetzt packe ich alles schnell weg und ziehe mir meine Regensachen an und dann geht es weiter. Ich bin im Regenschauer jetzt erstmal weggefahren. Ich musste natürlich 3 Kilometer vorm Ziel nochmal losgehen und zwar so richtig. Den Poncho habe ich jetzt wieder ausgezogen, aber die Regenhose habe ich jetzt angelassen, weil das holt mich bestimmt gleich wieder ein. Und die Hose anzuziehen ist ein bisschen komplizierter als den Poncho, den brauche ich nur überwerfen. Casale Zentrum. Da gab es ja auch mal ein kleines Stück Fahrradweg, aber ich muss jetzt auch mal gucken, wo meine Unterkunft ist. Sonst fahre ich da noch dran vorbei. Ja, hier ist Freitags-Nachmittagsverkehr. Meine Unterkunft ist jetzt nicht mehr so weit entfernt. Die müsste ich eigentlich gleich gefunden haben. Ich habe es gefunden und jetzt muss ich nur noch mein Fahrrad in die Garage stellen. Das hat super geklappt. Die Eigentümerin hat gleich aus dem Fenster gewunken, als ich ankam und hat mir aufgemacht und ich konnte das Fahrrad in die Garage stellen. Ein Badezimmer ist auch gleich dabei und da kann ich jetzt erstmal duschen. Und ein Balkon ist auch dabei. So, ich ruhe mich jetzt einen Moment aus und dann schaue ich mal, ob ich vielleicht noch in die Stadt gehen kann. Aber erstmal fängt es jetzt an zu regnen. Ich weiß nicht, ob das was wird.
mit dem Stadtspaziergang noch. Da habe ich richtig, richtig Glück gehabt, dass ich hier noch trocken angekommen bin. Ja, leider wird es nichts mit dem Spaziergang in die Stadt. Es will einfach nicht aufhören und die nächsten 2 Stunden soll es auch noch weiter regnen. Vielleicht klappt es morgen. Und wenn du wissen willst, ob es klappt und wohin ich fahre, ob es aufhört zu regnen und was ich alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!